Willkommen, Schwester. Ich bin Simon Rita und heute ist die Tempeltour schon vorbei. Und ich habe mein Ganesha-Mobil eingetauscht für diese wunderschöne Wohnung hier in der Altstadt von Zürich bei Maria. Und Maria hat mich hier eingeladen zu diesem letzten Gespräch und wir tauschen nämlich jetzt die Rollen, weil sie stellt mir jetzt die Fragen, um ein bisschen zu berichten über die letzten 5 Wochen. Danke dir, auch von mir grüezi miteinander und ich habe jetzt die große Ehre, die Simon Rita zu interviewen. Und zwar, sie schaut jetzt heute auf 5 Wochen Tour Schweiz, Österreich, Deutschland und zurück in der Schweiz. Das ist ja ganz viel. Wie geht's dir gerade jetzt? Ja, ist ganz viel, es waren 4000 Kilometer. Eben. Oh, wie geht es mir jetzt? Ich bin, also ein Teil von mir, der ist richtig müde und so langsam und das ist auch gut. Und ich bin noch ganz erfüllt von so vielen Eindrücken und ich genieße das gerade auch, wie das so ganz langsam integriert in mein System. Und ich gebe mir auch die Zeit dafür, dass das langsam integrieren kann. Okay. Jetzt waren ja das 19 Veranstaltungen, Ja. Initiationstage, Tempel, Sister Temples, Schwesternzeit. Wie war das für dich? Ich habe mich oft gefragt, wie das denn ist, wenn ich zurück bin, als ich all das ins Leben geträumt habe. Und es ist so viel mehr und so viel besser, als ich mir überhaupt hätte vorstellen können. Ähm, Ich bin so tief berührt und bewegt von unserer Schwesternschaft, von unserem Kreis, von der Kraft in unserem Kreis und auch davon, was geschieht, wenn Frauen zusammenkommen, gemeinsam praktizieren. Und es fühlt sich an jetzt, als ob dieses Netz oder dieses Gewebe so noch viel kräftiger geworden ist, also Ja. noch viel enger. Und ich habe so eine Ahnung davon bekommen. Ja, so fühlt es sich an, so eine Ahnung davon bekommen, mit wem wir es hier zu tun haben und mit welcher Kraft wir es hier zu tun haben. Ja. Und dann einfach all diese Geschenke, die ich empfangen durfte auf dem Weg, all die Erlebnisse ja, zum Beispiel, Genau. ich kann, Erzähl mir doch von diesem Ereignis, wo du rechts und links der Straße so nichts mehr gesehen hast. also zuallererst habe ich auch mit euch geteilt, mein, eine Herausforderung dachte ich zuerst, war auch dieses riesige Mobil, das ist 7 Meter lang, Und das breit. und breit, Ganesh. Ganesh zu manövrieren. Und ich hatte ja, bevor ich losgefahren bin, habe ich mal so Testfahrten gemacht mit meinem Bruder und das ging schon ziemlich gut. Und dann der allererste Tempel, das war bei Birgit auf dem Börser Berg, das ist in Österreich. Und die Birgit hatte schon gesagt, ja, die Straße da ist ein bisschen schmal, ich hole dich einfach vorher ab und schau, dass dir niemand entgegenkommt und fahr voraus. Und da war ich dann sehr froh, dass Birgit vorausgefahren ist. Es war so schmal, das war so die Feuerprobe, da hochzufahren. Und danach hatte ich gedacht, dass wenn ich das geschafft habe, schaffe ich auch den Rest der Tour. Und da hochzufahren auf den Börser Berg, das war so schön. Da waren wir ja für das Ritual an der Tag- und Nachtgleiche oben. Und oberhalb von dort, wo ich übernachtet habe, waren die Steinkreise der Rätier. Also es war so, und das war die Eröffnung. Also wir haben in Zürich eröffnet natürlich, Genau. am Am 17. 17. Ja. Und dann ging es los und dann einfach das war so ein Portal, wo ich da hindurchgegangen bin.
Und dann ist es ja so viele Erlebnisse. Ja. Ich würde doch noch gerne etwas zurückgehen in der Zeit, und zwar nicht zur ursprünglichen Idee, aber diese ganze Tour hat ja mit sehr viel Logistik zu tun, sehr viel Hm. Organisation, und das ging ja schon relativ früh los. Wie war das? Ich meine, du hast ja nur so viele Frauen, so viele Tempelhüterinnen mobilisiert. Wie ist dieses Geflecht überhaupt dann am Schluss entstanden? Also wie waren so die ersten Schritte, die Entwicklung, die Koordination? Das war ja immer wieder ein Reinspüren und wieder Formen. Erzähl mir mal davon. Hm. Wie war das, der Aufbau? Also ich glaube, zuallererst war es, als ich das erste Mal in einem Team-Meeting vom Neun-Monats-Programm habe, ich glaube, das erste Mal so in meinem Team einfach mal diese Idee geteilt, einfach um mal zu gucken, interessiert das, also findet das überhaupt jemand gut oder bin ich die Einzige, die denkt, das ist eine coole Idee? Mhm. Und die Reaktionen, da haben mich dann auch ermutigt, das weiter zu verfolgen. Ich habe dann ja auch im letzten Sommer mit Shameli, wir haben viel darüber gesprochen und das weiterentwickelt. Und dann hatte ich ja in einer kleinen Videobotschaft so meine Vision geteilt und eingeladen. Und daraus ist dann diese Kerngruppe entstanden. Also die auch in den Gesprächen ist es ja, haben auch einige Frauen, Tempelhüterinnen haben ja auch erwähnt in den Gesprächen, dass sie, sie wussten noch gar nicht wirklich, sie wussten einfach, da möchte ich dabei sein. Mhm. Und wir haben uns dann in dieser Kerngruppe auch regelmäßig getroffen. Also seit Dezember haben wir uns alle 2 Wochen getroffen und das auch ausgearbeitet. Und die Logistik, die du ansprichst, also ich hatte da auch wundervolle Unterstützung. Ganz, ganz lieben Dank an Monika. Die hat so alle Fäden in der Hand gehabt und hat alles koordiniert. Und als es darum ging, um die Route, also es war dann klar, okay, wir wollen dabei sein und die Termine waren klar. Und dann, als es darum ging, ja, wie ist denn die Route, da habe ich auch gedacht, oh, wie mache ich das denn jetzt? Und da, das fühlte sich dann auch so orchestriert von der Göttin an, weißt du, dann, also okay, dann, das ist die Zeitspanne, sagt mir doch einfach mal eure Lieblingstermine. Und so ist dann eigentlich die Route entstanden. Also es ging eigentlich wirklich richtig gut auf. Und das war auch so eine Grundfrequenz, die mich durch diese ganze Tour begleitet hat. Mhm. Was eine sehr, sehr schöne Erfahrung war. Dass einfach immer, wo ist die Freude, wo Hat geht sich es so weiter? gefügt Mhm. schlussendlich, ja. Mhm. Mhm. Und sag mal, eben diese Tempelhüterinnen haben dich dann eingeladen in Mhm. ihren Tempel, in ihrem privaten Umfeld auch. Ich durfte ja auch eine Woche mit reisen, und das Ganze war ja sehr intim auch. Also wir haben ja eine Woche lang reingeschaut, also nicht nur jetzt im Tempel, sondern wir sind auch jetzt sozusagen nach Hause gegangen. Wie war da für dich die Begegnungen mit so vielen Tempelhüterinnen? Mhm. Wie war es Mhm. für dich? Ja. Oh, ihr habt es vielleicht gespürt, auch in den Gesprächen. Ich habe ja dann immer die Mhm. Tempelhüterin eingeladen in das Ganesh-Mobil für die Schwesterngespräche. Und oh, ich habe das so, so sehr genossen. Es ist so ein Privileg, ähm, überhaupt in solch einem Kreis zu sein, diese wahrhaftigen Begegnungen, diese Frauen kennenzulernen. Auch eben, normalerweise kennen wir uns eben aus dem Tempelraum oder in einem Retreat, wo wir uns sehen, aber nicht bei uns zu Hause. Und da eingeladen zu sein und etwas, was mich sehr berührt und was ja auch ein bisschen ein Thema war auf der ganzen Tour, war Schwesternschaft und also Sisterhood Manifesto, also die Karten Die haben Karten, viel ja, mit den genau. Karten Mhm. praktiziert. Und da ist mir auch so, weißt du, das macht was, weil das ist wie, gewisse Dinge sind einfach schon klar. Und das macht auch, dass sich etwas in mir entspannt und wo wir uns da begegnen können. Und es ist einfach so, wir haben einfach
unglaubliche Frauen in unserem Kreis und das ist so eine Inspiration und so eine Freude, da gemeinsam Zeit verbringen zu können und auch sie kennenzulernen und in ihrem Wirken kennenzulernen und auch diese Vielfalt und die Einzigartigkeit und wie so viel Medizin durch jede einzelne so durchschimmert und in die Welt hinausgeht. Was war so das Anliegen so der einzelnen Frauen? Worum ging es ihnen? Was war so ihr Dharma? Also, warum bieten sie diese Frauentempel an? Was möchten sie da geben? Oh, Welche Medizin, welche persönliche, ganz individuelle Medizin jeder Tempelhüterin? Was ist so ihr Ruf? also ich glaube, das, was jede Einzelne so ausmacht, das hört ihr auch in diesen wunderbaren Gesprächen von ihnen. Und ich glaube, das, was uns, oder wenn du diesen Ruf ansprichst, das, was uns verbindet, ist dieses tiefe Sehnen in unserem Herzen nach ja, nach einer Welt, in der wir in Frieden leben, auch dieses tiefe Sehnen nach dem Heiligen, nach diesen Räumen, ähm, Rituale zu feiern, also uns darin wieder selber zu ermächtigen. Und viele können das auch gar nicht wirklich in Worte fassen. Es ist sie sagen einfach, ich wusste, dass ich das zu tun habe. Und dann ist es auch die, und so geht es mir auch, so die ganz persönliche Erfahrung, die jeder Einzelne, das ist eine gelebte, verkörperte Spiritualität, ein Weg, den wir leben und verkörpern jederzeit. Und diese Erfahrung, die jeder Einzelne von uns auch im Kreis gemacht hat, wie viel Heilung da passieren kann. Und dann war plötzlich, ich erinnere mich zum Beispiel auch an dieses Gespräch mit Linda, die hat auch gesagt, dann wäre sie in dieser Kreis, den sie gesucht hat, und dann wäre da plötzlich wie klar gewesen, dass sie das auch anzubieten hat, aber sie hat das überhaupt nicht verstanden, aber etwas in ihr war klar, das zu tun. Und ich glaube, gerade das, weißt du, diese Verbindung, wie wir herstellen, indem wir immer wieder auch zusammenkommen. Wir haben ja auch die Masterclass-Training, wo eben die Tempelhüterinnen zusammenkommen und wo wir gemeinsam wieder praktizieren und uns so den Rücken stärken für dann die Arbeit, die wir da tun. Und etwas, was was wir gemeinsam haben, ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel in den Tempeln, es gibt so diese Momente, so sehr heilige Momente im Tempelraum, und mit heiligen Momenten, da meine ich so Momente, wo da ist so viel Frieden da. Also, weißt du, da ist jede so bei sich und es ist ganz viel Frieden und es ist so etwas sehr Magisches, und da haben sich oft auch so unsere Blicke getroffen und so und haben wir Ja. uns gemeinsam darüber gefreut und waren ganz demütig, ja, vor dem, was passiert. Ja. Da habe ich gerade eine Anschlussfrage. Gibt es Ereignisse, Momente, die dich besonders berührt, geprägt haben? Jetzt aus diesen 5 Wochen Begegnungen, Fahrten durch Mutter Erde, auf Mutter Erde, ähm, mit, mit nicht so tollem Ja, das Frühlingswetter. Gibt es Momente, die dich da ganz tief innen berührt haben? Da gibt es ganz viele Begegnungen auch, die ich gehabt habe. Ich habe so viele wundervolle Gespräche führen dürfen, so viele Frauen getroffen. Einige habe ich schon 10 Jahre nicht mehr gesehen, und es war so, als ob wir uns gestern Ja. das letzte Mal gesehen hätten. Und einige habe ich auch, und wir haben uns bis anhin nur online getroffen oder in der Weisheitsschule getroffen, und einige kannte ich auch nicht. Und
es, es gab auch so Momente, wo ich alleine unterwegs war. Ich erinnere mich auch, dass ich die meiste Zeit, wie ich da mein Ganesha-Mobil gefahren bin, die meiste Zeit habe ich Ma. Ich habe eigentlich immer ein bisschen gechantet und Ma. Und ich war ja eigentlich, es war wie ein reisender Ashram. Also ich war ja wie die ganze Zeit im Tempelraum, von Tempel zu Tempel. Und dann, und alles das, was dazwischen zu tun war, das war so was Handfestes, weißt du, ich musste mich darum kümmern, dass ich Wasser hatte, dann, dass das Grauwasser und einfach all diese Maintenance auch von Ganesha oder ich konnte dann mit der Zeit schon richtig gut auf diese Rampen fahren, damit ich auch schön gerade stehe, wie ich da manövriere oder einkaufen war auch, wenn ich einkaufen ging, bin ich immer so lange auf diesem Parkplatz rumgekurvt, bis bis ein Viererparkfeld frei wurde, wo ich mich hinstellen kann, damit ich auch wieder gut rausfahren kann. Das hat mich auch darin, diese alltäglichen Dinge oder Herausforderungen hat mich so darin unterstützt, so mich auch immer wieder so zu erden, im Körper zu sein und mich so eben mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wo bekomme ich jetzt das Wasser her und dann muss ich noch tanken und wie geht, das ist ja nicht so wie im Alltag, dass es einfach so schnell geht. Und und dann wieder in den Tempel einzutauchen und das ja die ganze Zeit, also diesen Shapeshift die ganze Zeit und im Grunde genommen ist dann wie alles zu einem Ritual geworden. Wie alles gehört ja dann dazu. Und das ist ja auch das, was wir tun in unserem Kreis, dass alles dazu gehört. Da hätte ich gerade eine Frage, und zwar, ich habe ja miterlebt, wie viel du auch zu tun hattest im Van, also im Mobil nachher, und eben das Reisen, so eben die Maintenance und so weiter. Es war ja alles sehr anspruchsvoll. Und wie bist du mit dem Thema Selbstfürsorge da umgegangen? Wie hast du für dich geschaut? Ja, ja, da ist mir dann plötzlich auch, also ich habe mir das auch überlegt, wie mache ich das? Also wenn ich möchte ja 5 Wochen unterwegs sein, also ist es wichtig, dass ich sehr gut für mich sorge. Und ähm, das war ja auch der Grund, dass ich so ein wunderbares Ganesha-Mobil hatte. Da hatte ich mein Bett dabei, das war schon mal wichtig, so mein Bettzeug dabei zu haben. Auch gut für mich zu kochen. Also wirklich auch meine Mahlzeiten mir Zeit zu nehmen, das mir selber zuzubereiten. Und dann habe ich aber auch auf dem Weg so realisiert, dass ich all das, gerade auch wenn ich eben in Tempelarbeit bin, dass ich eigentlich all das, was ich sonst so mache, um mich zu regulieren, dass ich das halt nicht dabei habe. Und das wiederum hat mich dazu bewogen. Und dann war es kalt, es war sehr kalt, es war sehr nass. Auch, auch zum Beispiel Wasser ist etwas, was mir immer sehr, sehr gut tut. Und oft, wenn ich da unterwegs war oder zwischendurch, dann war ich auf einem Campingplatz. Da muss man immer Münzen einwerfen und dann hat man 3 oder 5 Minuten Wasser. Dann bin ich immer ein bisschen gestresst, weil dann wollte ich meine Haare waschen und dann wollte ich nicht mit das Wasser, das konnte mich auf jeden Fall nicht regulieren und entspannen. Da habe ich ganz viel gelernt über mich auch, über wie mein System oder wie ich dachte, was ich alles dafür brauche, um mich regulieren zu können und habe ganz viele neue Wege für mich gefunden. Und es war natürlich auch einfacher, weil ich so von Schwester zu Schwester zu Schwester gereist bin. Und ich habe auch mal eine Badewanne offeriert bekommen, das war auch schön, dass ich mich einfach mal in die Badewanne legen konnte. Und dann einfach, das hat mich auch sehr genährt, weißt du, empfangen zu werden von einer Schwester und
das miteinander dann zu gestalten. Ähm, Was hat die ganze Reise mit dir gemacht? Wo hat es dich geformt? Magst du darüber berichten? Ich kann mich so erinnern an so Momente, wo ich so viel Freude und Liebe in meinem Herzen gefühlt habe und so dieses Gefühl hat, boah, geht denn noch, ich kann glaube ich gar nicht mehr Ja, und es geht trotzdem noch ja. mehr. Ähm, Es hat mich sehr, es war so wie anders nochmal, ist vielleicht auch, weißt du, all die Begegnungen, ich glaube, und das ist das, was jetzt gerade auch so in meinem System noch ganz ankommt und integriert. Das ist ja auch, also das sind ja auch ganz viele Übertragungen, ganz viele Kreise, ganz viel gemeinsames Praktizieren, da ist ganz viel Energie, ähm, von der ich immer wieder eben trinken durfte oder kosten durfte und in mich aufnehmen durfte. Für mich selber, also das eine habe ich schon vorher erzählt, ich habe sehr viel gelernt, wie ich mich auch regulieren kann oder das war auch ein Vorteil im Wohnmobil unterwegs zu sein. Ich bin viel draußen in der Natur Ja. und da immer wieder einfach in die Natur zu gehen. Also es war zwar regnerisch, aber das war gut. So. Und mh, ja, ich glaube auch, dass sich meine Kapazität auch Räume zu halten und da präsent zu sein, dass sich das ähm, über diesen Zeitraum, dass sich das noch mehr ausgedehnt hat. Und etwas, was mich auch so freut, ist, etwas, was mich persönlich so ganz tief in mir ist, weißt du, einfach, es freut mich so sehr, dass jeder einzelne Tempel, jedes Mal, wenn ich da wieder eintrete, und es waren Wohnzimmertempel und auch größere, also es waren alle möglichen Formen von Tempel, dass, weißt du, das ist so mein Dharma. Ich liebe das so, das zu tun. Es ist immer, jedes Mal ist so diese große Freude und auch diese große Dankbarkeit, das zu tun und so ein großartiges Leben zu leben. Und ich freue mich einfach, dass ich so viel Freude habe. Schön. Dass diese Flamme im Gegenteil, diese noch stärker und noch stärker wird und noch mehr wächst. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, was könnte ich noch fragen, weil da ist so eine Fülle an Erfahrungen, an Schätze, die du da geschenkt bekommen hast. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, Simon, wie geht's weiter? Ich wurde schon ein paar Mal gefragt. Und was ist jetzt das nächste, ob ich das wieder mache? Ich weiß es, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich, etwas, was ich noch gerne erzählen möchte, Klar. ist, was auch so schön war, eben auch die Schwesternzeit, die wir gefeiert haben. Da waren wir mit Ines und Julia in Erlangen in Bayern und da warst du auch mit dabei, da waren wir bei der Quelle und haben gesungen und geteilt und waren da im Wald und dann über die Osternzeit waren wir in Hamburg und da hatten wir Schwesternzeit am Strand, am Elbstrand in Hamburg und haben eine Kräutersuppe gekocht an diesem Strand und da war auch mal schön Wetter zwischendurch. Und währenddem dann Claudia hatte ganz viele Bretter und Messer dabei und dann haben wir begonnen, Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu schnipseln und währenddem die großen Schiffe an uns vorbeigezogen sind, also ich habe so viele Eindrücke und auch viele Schwestern, die ein bisschen mitgereist sind, so wie du zum Beispiel, oder die Monika war ganz oft mit dabei, die Claudia, die Beate, die Susanne Helmer, ähm, Frauen, die einfach, und macht diese Verbindungen so kraftvoll, es ist so schön, wenn wir uns immer wieder treffen oder auch in neuen Orten treffen und so gemeinsam unterwegs zu sein,
es war auch so ein Highlight so für mich, uns wieder zu treffen und eben das zu teilen. Weißt du, auch mit dir, weißt du, diese Erfahrung ist so schön, was mit jemandem diese Erfahrung zu teilen oder diese Freude, über diese Freude des Teilens. Ja. Ich merke gerade, dass wir eigentlich über etwas sprechen, das bereits Vergangenheit ist, aber es ist noch so präsent. Und ich habe so wie das Gefühl, das hat sich so wie in den Körper, so in den einzelnen Zellen so richtig abgedrückt, so ein Abdruck hinterlassen. Es fühlt sich so real an, als wäre es jetzt. Ja? Wie erlebst du das? Ja, also das ist ja sowieso immer, wenn wir eintreten, also für mich zumindest, wenn ich eintrete in den Tempelraum, da ist ja wie kein Raum und Zeit und es ist wie immer jetzt und gleichzeitig, als ob es schon immer da war und immer sein wird. Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine Welt, in der wir leben, in der es das gibt. So. Und auch da, und das eine ist wir, die wir eben zum Beispiel live teilgenommen haben. Da fällt mir gerade ein, Vanessa aus Belgien ist auch bis nach Hamburg gereist. Und Vanessa zum Beispiel, einfach auch die Nachrichten, die ich bekommen habe, wie viele uns begleitet haben. Und das geht ja in die Welt. Also das sind ja wir alle. Und davon, ja, ich glaube, das ist etwas, was wie dieses Gewebe oder dieses Netz, das bleibt. Also das ist eine Realität, das ist nicht Vergangenheit und das webt sich immer weiter. Und das war jetzt ja eine Möglichkeit, wie wir weben und das Weben geht natürlich weiter. Wir, und ich weiß es noch nicht, ob keine Das, Ahnung. das wird sich dann, du wirst ja den Impuls, die Sehnsucht, den Call, wirst du ja dann Ja, ich bin noch am Lauschen und fühlen. am Genau. Integrieren und Ja. am Nichtstun und am Warten und gehe da weiter, wo die Freude ist. Ja. Gut. Ich hätte einen Wunsch. Und zwar gibt es sogenannte Words of Wisdom. Möchtest du den Frauen, die uns zuhören, eine Weisheit teilen? Oder mehrere? Also wenn mir etwas oder das, was mir am meisten am Herzen liegt, ist, und das ist auch das, was ich erfahren durfte in diesen Kreisen. Und wie ich schon erwähnt hatte, wir hatten Kreise mit Frauen, die schon ganz lange in unserem Kreis praktizieren, Frauen, die online mit uns praktiziert haben und Frauen, die in den Tempel praktizieren und Frauen, die das allererste Mal ihren Platz eingenommen haben in unserem Kreis. Und weißt du, das überhaupt zu tun und sich darin selbst zu ermächtigen und es gibt auch keine Anfänger oder Fortgeschrittene, weißt du, das ist dieser Ruf zu hören und dann kommen wir zusammen und es zu riskieren, ein bisschen mehr von sich selbst zu sein, das ist das Größte überhaupt, weil weißt du, wenn du das tust oder wenn ich das tue, dann geben wir uns gegenseitig die Erlaubnis und das bringt so viel zurück, so viel Erinnerung zurück, wer wir sind, auch in unserer Kraft, unsere Kraft kommt zurück und auch diese Kraft aus der Schwesternschaft, ich bin davon überzeugt, dass die Welt jetzt vor allem das braucht, das Weibliche braucht. Das ist so. Und ich spreche oft darüber, weißt du, nicht über natürlich sind die auch toll, diese großen Ereignisse und diese riesigen Projekte.
Und aber das, was jeder Einzelne von uns tun kann, ist, dass alles wichtig ist, dass du das, was wir im Herzen fühlen, dass wir darauf hören und dass wir im Kleinen alle unsere Schritte tun. Und das ist so wie eine Revolution, so von innen heraus. Und wir hier im deutschsprachigen Raum oder als Frauen, die in der westlichen Welt geboren wurden, wir haben so ein Privileg, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen dürfen. Und für mich kommt da auch eine gewisse Verantwortung einher. Und Verantwortung mag manchmal vielleicht so ein bisschen so einen Nachgeschmack haben, also ich muss was, also, oder es ist anstrengend. Eine Verantwortung ist auch, weißt du, dass du ein Leben lebst, in dem du glücklich bist. Das ist deine Verantwortung, wirklich wahrzunehmen. Und dann dienst du der Welt, indem du glücklich bist. Das ist ein perfekter Abschluss. Danke. Danke, danke, Maria. Dann danke ich dir von Herzen für das, was du möglich machst. Das schätze ich wirklich sehr, dass du so Räume öffnest und darin kann sich jede Tempelhüterin, jede Schwester, jede Yogini sich selber erkennen. Und dafür hast du meine ewige Dankbarkeit, dass du es möglich machst. Danke, danke, danke. Danke, danke, Maria. Danke. Das war sie jetzt von der Tempeltour. Bis zum nächsten Mal. Danke, danke, danke für dein Sein und dein Wirken und deine Schwesternschaft, all das, was durch dich in die Welt kommt.